Folge Nummer 2 von der Technomancer. Wir müssen uns jetzt hier reinschleichen. Und die Kollegen da unten still und heimlich ausschalten. Wenn möglich natürlich. Ha? Das war's jetzt? Das wollte ich doch gar nicht. Okay. Das wollte ich schon. Arbeiterhose. Nehmen wir mit. Du hast eine Konzentrationsselektion gefunden. Um sie zu benutzen, öffne das aktive Pausenmenü mit LB. Benutze es mal sofort. Was auch immer das mir jetzt gebracht hat. Das war sicherlich nicht schlecht. Ich muss irgendwas tun, um den Karma-Punkt aus der letzten Folge wieder gut zu machen. Ja, toll. Das war dann... Aua! Ich kann nicht sagen, was mir besser gefällt. Ich bin sowas von unentschlossen. Mehr Serum, okay. Ich frage mich, ob es ja auch Zeug zum Finden gibt, dass er hier irgendwo rumliegt. So, wieder Tarnmodus. Wo ist denn der jetzt hin? Der Tarnangriff ist doch mal voll scheiße. Ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass ich da dass es irgendwie so ein Instant Knockout oder sowas ist, aber nix. Also ich glaube, ich bleib beim Stabkampf. Irgendwie taugt mir der. Aha, Moment. Ermöglicht die Benutzung von Stäben. Ach, das können wir schon alles, okay. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Irgendwo muss man ja anfangen. So ist es wohl. So, heilen wir uns wieder irgendwie. Gibt es Medpacks? Ich weiß es nicht. Schutzbrille. Wie kommt mich mal in mein Inventar? Ausrüstung. Kopf.
Schutzbrille, okay. Hackbeil. Kann ich nicht, weil mir Gewandtheit fehlt. Hose? Kadettenhose? Das hat Flüssigkeitsregeneration, das nicht. Ich lasse es mit der Flüssigkeitsregeneration. Da haben wir nix. Aha, da habe ich auch einen Punkt frei. Ich nehme mal... Nee, kann ich nicht. Ach so, ich habe keine verfügbaren Punkte. Okay. Nochmal Serum. Er rennt halt so ein bisschen, als hätte er irgendwie so die Rasierklingen unter den Achseln. Und bam! Habe ich mir das Hackbeil jetzt nochmal vorhin ausgerüstet? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich das? Habe ich das? Ja. Sind das irgendwie kritische Treffer, die ich da... Der ist schon ein Biest, unser Meister. Kein Wunder, dass er ein Meister ist. Stufe 3. Schon wieder ein Hackbeil. Neue Fertigkeit, Punkt. Wird der Angriff pariert, wird er nicht unterbrochen. Erhöht den Schaden aller Stabumgriffe. Das will ich doch. Ich mag mehr Schaden. Hallo? Oh. Wo habe ich das? Wo habe ich das? Wo habe ich das? Habe ich das überhaupt? Sofort benutzen. Go, go. Oh. Also wenn sie treffen, dann hauen sie schon mördermäßig rein. Das kann man mal sagen. Okay, nochmal heilen. Bitte, danke. Heilige Scheiße. Das ist ja... Oh, das Schlimmste ist schon mal weg jetzt. Also vor dem mit den Schusswaffen muss ich aufpassen. Und unser Begleiter ist wohl unbesiegbar. Ihr hört jetzt wahrscheinlich gerade meine Vizekatze, die hat uns selber die Tür aufgemacht und ist jetzt in den Raum rein. Schweres Handwerkerhemd. Kann ich noch nicht, weil mir Gewandtheit fehlt. Super, ich muss jetzt dann gleich mal kurz muten und meine Katze wieder aus dem Zimmer bringen. Nämlich jetzt. Oh, sorry dafür. So, ich habe kein Heilmittel mehr. Und wir sind ja immer noch irgendwie so am Anfang von dieser Prüfung. Das wird sicherlich noch lustig.
Zum Höhleneingang. Oh. Käfers. Oder? Riesenviechers. Sometimes I wonder if initiating you is the right thing to do. Wieso das What do denn? you mean? Am I not ready? No, you're ready, Zachariah. With that, there is no doubt. I worry about you and care for your happiness. Once you become a Technomancer, there's no going back. You lose your freedom. From the moment our abilities are brought into the light, to the moment the light is snuffed from our eyes, the Technomancers are nothing but pawns on a chessboard. We have no free will. Abundance forces its will on us. I think about the future. How hard it will become as the ASC rises in power. Perhaps I'm just being paranoid. Forgive your master's little spell. You must focus on more important things. This door. It is the same as that in our chapel. Accessible only to the combined energies of 2 Technomancers. Also hat wohl unser Meister auch kein so ein, ich wollte es mal sagen, so ein gutes Gefühl, was unsere Regierung da betrifft. Here lies the entrance. And beyond, the main room. Where we must go. For Was being machen wir so hier? old, it's in great condition. Noch mehr What Viechers. exactly, Master, is inside the dome? Knowledge, Zach. The very essence of knowledge. Immer diese random Zeitverlangsamungs. Creatures do not belong here. Their very presence is a danger to the relics. We must seek out their origin. I remember well the first time I came here. I was fascinated. I really thought I was part of an elite. Oh, I've become disillusioned since then. If all this knowledge indeed gives us some sort of power, we're still faced with so many obstacles that we can't do anything with it. It's more of a danger for us than a tool. gut zu wissen. Jetzt habe ich Leder gekriegt von den Viechers. Vielleicht können wir uns da Rüstung selber machen oder so. Irgendwo höre ich doch da, die schon wieder so rumschleimen oder was auch immer. Du hast doch bestimmt was dabei, oder? Alles mitnehmen. Hatte ich nicht vorhin auch, oder doch Zeug gekriegt, ne? Oder irgendwas Besseres dabei. Minus 10% Flüssigkeitsregelung. Widerstand gegen Elektrizität herstellen. Widerstand gegen Unterbrechung. Ich lasse es mal. Nochmal Arbeiterhose, okay. Und Stiefel haben wir auch wahrscheinlich, ja. Vielleicht können wir das dann später zerlegen und da bringt es irgendwas. Bisschen schade finde ich, was mir vorhin noch aufgefallen ist, dass in den Cutscenes die Ausrüstung wieder auf normal umgeschaltet wird, ne? Also als hätte er nichts an, wie zum Beispiel die Brille, wo wir jetzt gerade aufhaben.
So, ist hier drin? This is the main Yes. room. The console over there. Activate it and heed its words. Will do. Witness registration, March 17th, 2076. Subject 12. The subject appears acclimatized, pulse elevated but steady, unaffected by any visible health concerns. James, how do you feel? Great. So alive. My heart's racing, and I feel like I can take on the world. And I'm being honest here, it's a bit overwhelming. Subject's self-report is consistent and substantiated with our measurements of human liver subjects, all of whom produce EEGs indicating activity levels acutely higher than any ever associated with a human not subjected to the mutation. The only adverse side effect, it appears, is the near tenfold increase in corporeal and cerebral electricity. Dangerous levels that will necessitate the urgent invention of a device capable of evacuating such surplus in order to avoid subject injury. This man talking about technomancy, about mutations, as if I can't believe. And yet it still might be so. This recording dates to the first settlers. Speaks of the first Technomancers. Shocking, perhaps? Where did you think our abilities came from? A divine power? But we have no physical signs of mutation, and I don't know any mutant that has our gifts. And why should any of those things matter? Might not our mutation simply be of a different form? This brings us to the most important point. What you have seen unifies us, unifies the Technomancers. This secret must be kept from all other humans. If this information was discovered by, say, the ASC, we would become nothing but slaves. Our situation is already incredibly undesirable. We are not only isolated, but used as human bombs. Take a walk by the mutant pen in the slums one day. That is what our lives could have been. Don't be dismayed. I have been through this as well, so have all the other Technomancer officers in abundance. Knowledge of this revelation makes you one of us now, more so than your skills. But now is time to deal with the creatures infesting the dome. It would be a real shame if the installations here are damaged, for we will no longer be able to hold initiation trials here. Yes, of course, Master. I haven't found an opening yet, so well, they must have breached lower in the dome. Then that's where we must go. I will divert the attention of these creatures. At the base of the dome, you will find their entry point. To have swarmed here, they must have dug a passage. I'm on it. So, wieder eine neue Stufe. Schauen wir mal hier. Was war das da? Gewährt eine Chance für 20% den Gegner mit dem Unterbrechungsangriff umzuwerfen. Mach ich auch mal so. Aber es erinnert schon, wenn... Aha. Wenn man jetzt nicht wissen würde, dass es auf dem Mars ist, könnte man auch sagen, das ist schon so ein bisschen Mad Max hier. So, kann man die Teile hier öffnen? Ja. Nietenkeule, Gesundheitsinjektion, sehr schön. Alles nehmen. Oh, hallo. Oh, da haben wir eine Werkbank. Kann es sein, dass diese Zeitlupe immer kommt, der Effekt, wenn man irgendwie kurz davor ist, einen kritischen Treffer zu machen? So, hier war die Werkbank. Rüstung. So, die Kadettenjacke, die können wir doch bestimmt irgendwie besser machen. Schultern.
Widerstand gegen physische Schaden. Ach, das sieht man dann sogar, die Veränderung. Ist ja cool. Das ist ja wohl nice. Und was haben wir da noch? Widerstand gegen physische Schaden. Oder machen wir physisch. Machen wir physisch. Fehlende Komponenten. Nein, was fehlt mir? Metallkomponenten. Grrr. Dann denke ich mal, wird mir das da auch fehlen, ha? Ja, mir fehlen Metallkomponenten. Aber das finde ich jetzt schon wieder cool, dass man, wenn man die Ausrüstung modifiziert, dass es dann auch wirklich zu sehen ist. Ah, noch mehr Käfers. Ich habe schon in ein paar Videos, also Trailern halt, gesehen, was da später mal noch für Monster kommen, ey. Boah, da gibt schon echt üble Kreaturen hier auf dem Mars. Natürlich müssen wir hier alles looten. Ich hab schon wieder eine neue Stufe? Kann doch gar nicht sein. Oder muss ich hier? Was habe ich hier gemacht? Dreck. Ah, ich sehe ihn halt nicht. Sie fix, dreh die Kamera. Dieses Mistsauviech. Jetzt hat es mich vergiftet. Ich bin doch hier am Skillen. So, das ist Gewandtheit. Ich gehe mal auf Gewandtheit. Jetzt kann ich nämlich da auch mal die neuen Waffen ausprobieren. Beziehungsweise hier, die können wir ausrüsten und hier können wir das Hackbeil ausrüsten. Also die Levels sehen schon cool aus, muss ich echt sagen. Gefällt mir irgendwie. Tja, und ob der Rest vom Spiel auch so cool aussieht, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge von The Technomancer. Bis dann.